Nicht einmal 3 Kilometer vom Hafen entfernt wartet hier schon der erste Wasserfall auf mich. Was für eine unbeschreibliche Natur. Ich meine, schaut euch das mal an. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich die Luft dieses Landes spüre, weil hier auf dieser ersten kleinen Anhöhung, auf dieser Passhöhe, da drüben im Tal kam das Boot an. Da merke ich auf einmal, dass ich mich fühle, als wäre ich im Hochgebirge in den Dolomiten oder in den Alpen. Hier ist auch alles voller Schnee. Dabei bin ich hier nur knapp über dem Meeresspiegel. Und trotzdem fühle ich mich irgendwie so, als würde die Luft ganz schön drücken. Und da vorne ändert sich auch das Wetter, das habe ich oft gehört. Bei Erzählungen über Island, dass das Wetter sich ganz oft verändert. Und der Wind, der bläst hier ohne Ende. Aber ich habe Glück, es sind 19 Grad, ich kann meine dünnen Handschuhe anziehen, habe alle Lüftungsschlitze offen. Und guckt euch das mal an, das tun sich einige mit dem Fahrrad an. Die Leute lachen ja schon über Motorradfahrer, dass man hier mit dem Motorrad irgendwie 3 Wochen rumfährt. Aber die machen das mit dem Fahrrad. Wahnsinn. Die Passhöhe war dort hinten. Hier geht es jetzt runter. Und dieses Tal, ich glaube, es ist das Größte, was ich jemals gesehen habe. Mit dem See in der Mitte. Und hier ist das erste Schild. Man kann es vor lauter Aufklebern nicht mehr sehen. Aber wenn ihr vielleicht irgendwann mal hier nach Island fahrt, dann schickt mir noch ein Bild, wenn ihr an dieser Stelle standet. Ich mache jetzt einen Aufkleber dran. Ich mache ihn aber nicht oben ans Schild, weil das wird vielleicht auch mal gecleant, sondern hier unten dran. Yes! Man darf hier übrigens 90 Stundenkilometer On-Road und maximal 80 Stundenkilometer Offroad fahren. Andreas und ich verlassen gerade die Ringstraße Nummer 1 und gehen auf diesen unaussprechlichen Weg. 953 heißt die Nummer. Ich gehe mal hier in den Enduro Pro Modus. Ab jetzt heißt es auch Vorsicht auf Schafe und Tiere, die hier auf der Straße sein können. Und ja, willkommen im Offroad-Land Island. Wir dürfen hier ganz regulär, legal diesen Weg fahren. Viele Flussdurchfahrten sind wohl an dieser Straße hier mit Brücken ausgestattet. Da muss man also noch nicht so viel Bammel haben. Aber wenn ich da jetzt so sehe, da gab es auch die ersten Wege durchs Wasser. Naja, heute ist es relativ warm mit 22 Grad. Aber was ist an den nächsten Tagen, vor allen Dingen, wenn es dann mal so ein bisschen ins Hochland geht. So, es wird ein bisschen wackeliger. Der Untergrund wird unruhiger. Da gehe ich mal lieber in meine Stehposition, ganz entspannt. Schön mit den Knien am Tank, damit mein Oberkörper sich gut entspannen kann. Und ich bleibe ganz entspannt hier an den Griffen. Denn ich möchte mich ja nicht verkrampfen, sondern ich möchte ja hier 3 Wochen vernünftig Motorrad fahren können. Und bringt ja nichts, wenn ich am ersten Tag mich schon verausgabe. Aber das macht schon richtig viel Laune. Und Uschi fährt gerade richtig schön. Ah, da kommen schon die ersten Löcher. Da muss man ein bisschen drumherum fahren. Mit Löchern habe ich ja so meine Erfahrungen gesammelt. Wow, schaut euch mal den Blick in diesen Fjord dort hinten an.
Bis ans Ende geht jetzt dieser Weg. Das ist noch richtig weit. Die Geschwindigkeiten und die Distanzen auf Island, ich glaube, die wird man in den ersten Tagen noch ein bisschen unterschätzen und dann später einfach die Etappen ganz anders planen. Und für diejenigen, die keinen Bock haben, Offroad zu fahren, die lassen diesen Teil natürlich aus und fahren vorne an der Hauptstraße, an der Ring N1, einfach immer weiter. Wow, wie irre das hier ausschaut. Schaut euch mal dieses Bild an, diese Straße. Ich fasse es nicht. Nach 2 Tagen auf diesem blöden Schiff bin ich endlich da. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Eine unglaubliche Temperatur hier im Osten Islands. 24 Grad, immer noch am späten Nachmittag. Und man merkt das auch richtig, Natur kommt raus. Und apropos Natur, ich finde es immer super wichtig, mit dem Auto, mit dem Motorrad, egal mit welchem Fortbewegungsmittel, sich mal jede Stunde mal ganz kurz vielleicht in die Natur zu bewegen. Einfach mal abzusteigen, ein paar Meter links und rechts zu gucken, was gibt es hier eigentlich. Und wir sind gerade an einem Fischerdorf vorbeigefahren, in dem es ein französisches Museum gibt. Das Museum ist relativ bekannt. Was hingegen nicht so bekannt ist, ist am Ende des Ortes ein Friedhof für verunglückte französische Seeleute. Denn die haben hier gefischt und deswegen gehen wir jetzt einmal in die Natur, hier den Berg, einen kleinen Fußweg herunter und gucken uns diesen Friedhof an. Denn so ein bisschen Kultur, auch wenn es vielleicht nicht direkte isländische Kultur ist, die finde ich auch wichtig. Und ich möchte euch in diesen und in den nächsten Folgen auch viele Dinge zeigen, die ich hier links und rechts der Straße entdeckt habe. Also kommt mal mit. Das ist echt heftig. Ich hatte zwar vorab gelesen, dass auf Island das Wetter sehr schnell sich verändern kann. Letztendlich hat sich das Wetter gerade nicht so sehr verändert, aber innerhalb von 1000 Metern Fahrtstrecke ist die Temperatur von 24 Grad, da kommt mal eine kleine Entenfamilie, auf 14 Grad gesunken. Aber ich sehe ja hier, in 11 Kilometer komme ich in meiner ersten Unterkunft auf Island an. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Und jetzt trennen sich unsere Wege wieder. Ich hoffe, wir sehen uns auf Island nochmal wieder, denn du musst jetzt ja noch weiter, ne? Ich muss noch weiter. Da warten noch Freunde in Reykjavik, also morgen werden die landen. Deswegen werde ich die auch vom Flughafen abholen, dann weiterreisen durch die ganze Insel. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das war eine angenehme Zeit mit dir. Hau rein. Ciao. Alles Gute. Alles Gute dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, es gibt so Menschen, die sind einem auf den ersten Blick gleich sympathisch. Ich weiß noch, wie ich in die Kabine reinkam. Er war eigentlich schon am Schlafen, weil er ist ab Hamburg durchgefahren, um die Fähre pünktlich zu kriegen. Und ich habe in der Vornacht in Hirtshals echt schlecht geschlafen. Aber wir haben gleich erstmal, ich glaube, eine Stunde durchgeratscht. Das ist ein guter Typ. Guter Typ. So, jetzt gucken wir mal hier in meine Unterkunft. Bin schon gespannt.
bin hier mitten im Nirgendwo. Well, we have actually a very simple menu because we have a very little kitchen, but everything on the menu is homemade. So every day you can actually get either homemade soup with a homemade bread, and if you wish also salad. And then if you are not satisfied, you can get the desserts, which are also homemade. Nach über 2 Tagen auf der Fähre habe ich mein erstes Abendessen an Land sehr genossen. Meine Unterkunft ist ein traditionelles Hostel und ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb im Osten Islands. In völliger Abgeschiedenheit zur Zivilisation befindet man sich hier inmitten unberührter Natur, umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft. Am nächsten Morgen lerne ich Olafur und seine Frau kennen. Sie beide betreiben den Gasthof schon in x-ter Generation und Olafur erzählt mir mehr über die Geschichte dieses Ortes. Hello, Ole. Hi. Nice to see you. Nice to see you. So, you are guests here in Baroness Hostel. The dinner is here, the breakfast is here, the church is there, and the old house, which is 110 years old. Oh wow. And full of memories. This property is very old in the history. Probably from the very beginning of the population of the places, around 900. And after 1000, when the Christianity came, small churches was built very often, and they were connected to the farm and standing close to the farm. It's a place for about 35-40 persons. The little one. The winter time is not so hard, especially here in the coastline, and even in the southeast and the south coast is the mildest. So if it is snowing, the snow is melted after days, not lasting long. But it can be, of course, stormy and with ice and rain and slush and bad weather of many kinds. But now and then also very good. How do you say goodbye in Icelandic? We say bless. Bless. Bless is the easiest way. I'll wait to see your golden smile, feel of 1,000 kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades to black. Together we'll hold back the sun in this moment, forever young. Against the stream of time we'll run, baby. We'll hold back the sun in this moment, forever young. Against the stream of time we'll run, baby. We'll hold back the sun in this moment, forever. Es sieht aus, als würde irgendein riesengroßes Wattemonster sich über diesen Berg hermachen. Ich habe noch nie gesehen, dass sich Wolken so schnell bewegen. Und gerade eben waren es ja noch 24 Grad. Jetzt sind es wieder 17 Grad und ich bin nur so ein paar Kilometer gefahren. Und hier links seht ihr einen Strand mit diesem klassischen isländischen schwarzen Sand. Dieses Bild da oben, die Berge, hier dieses wahnsinnige lose Geröll und extrem hoch. Ich darf hier 90 fahren und ich fahre gerade 68. Also Tempomat wieder rein und Uschi fährt von alleine auf die falsche Seite. Und ich merke, dass es hier auf der Insel nicht überall alle paar Meter eine Tankstelle gibt, so wie bei uns. Und deswegen dachte ich mir, ist ein ganz guter Zeitpunkt, um meine 2,5 Liter Zusatz
Gewicht jetzt mal hier zu füllen. Hummer Festival in Höfen und ich esse ein Panini mit Hummer. Mega lecker. Ich bin ja nicht so der Kenner, aber das schmeckt echt gut. Und das hier ist so ein bisschen das isländische Fanta. Auch mega lecker. Und ich sitze hier an so einem Holztisch und hier steht auch noch eine Flasche irischer Whisky. Den muss irgendwer stehen gelassen haben, weil den trinke ich definitiv nicht. Aber das hier ist richtig lecker. Mm. It's mine. But do you want a sip or? It was yours? Yeah, it's mine. But do you want a sip? No, no, no. Der irische Whisky gehört dieser jungen Dame. Und wir stoßen jetzt an mit Und Apfelzinn. ich spreche Deutsch. Ah, super. Cheers. Cheers. Ich habe Deutsch studiert in der Universität. Ehrlich? Oh, schau her. Cool. Ich komme aus Slowenien und ich habe Deutsch studiert. Du kommst aus Slowenien? Ja. Und machst jetzt hier Urlaub, oder? Nein, ich bin hier seit 2015. Ah, du lebst auf Island? Ja. Setz dich doch kurz. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Übrigens, unter walleontour.com findest du viele weitere Videos, Fotos, GPS-Downloads und auch Teile für dein Motorrad in meinem Online-Shop. Du möchtest noch näher am Geschehen dran sein und mich gleichzeitig bei meiner Reise um die Welt unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied und erhalte Zugriff auf weitere Inhalte, Touren, Rabattaktionen und eine ganz besondere Community gleichgesinnter Motorradbegeisterte. Bis bald, dein Walle.